Hallo, ich bin Tanja und ich möchte euch heute zeigen, wie wir auf diesem kleinen verschachtelten Grundstück mitten in Erfurt ein schönes, großzügiges, helles Haus gebaut haben. Kommt doch mit rein. Wir haben hier in unserem Haus ziemlich viele Stufen zu laufen. Vom Keller bis hoch zur Terrasse sind es genau 56 Stufen. Aber die vielen Stufen, die lohnen sich. Hier erschließt sich dann unser großer Wohn-Essbereich über die gesamte Fläche. Hier sieht man jetzt das Haus in seiner gesamten Grundfläche. Also größer ist die Grundfläche eben auch nicht als dieser Bereich hier zu sehen ist, 58 Quadratmeter insgesamt. Dann ein Einfamilienhaus für 4 Personen draufzubauen, das hat bedeutet, dass wir die Räume übereinander stapeln mussten. Und wir haben das durch eine Split-Level-Variante erreicht, indem wir immer eine halbe Etage laufe ich hoch, habe einmal ein Zimmer, eine Etage laufe ich wieder hoch, habe nochmal Zimmer und so übereinander. Dadurch kommen wir dann auch hier zu so einer Wohnlandschaft mit der Küche auf der ersten halben Etage, dann der Wohnbereich auf der nächsten halben Etage und nochmal halbe Etage die Terrasse. Eine zusätzliche Schwierigkeit war, dass das Grundstück nicht rechteckig ist, sondern dass es einen Versprung hat. Im Bereich der Straße ist das Grundstück 6,90 Meter breit. Das Haus läuft konisch zusammen und im hinteren Bereich, jetzt im Küchenbereich, ist das Haus nur noch 4,90 Meter breit und somit wesentlich schmaler. Das hier, das ist unsere Küche. Die nimmt ja fast die Hälfte des gesamten Wohnbereiches ein. Und ich wollte aber, dass das jetzt nicht zu viel Küchenatmosphäre im gesamten Bereich gibt. Deshalb habe ich die Oberschränke auch weggelassen, warme Farben verwandt, nochmal schönes Licht eingebaut. Und der Kühlschrank ist hier. Das ist auch nur ein kleiner Kühlschrank. Müssen wir dann in den Keller laufen, wenn wir mal an die Tiefkühltruhe wollen. Wir haben ja jetzt hier so ein Stühle-Sammelsorium und das wächst auch immer mal wieder und verändert sich. Hier ist zum Beispiel noch ein alter Stuhl vom Sperrmüll. Das war mal früher ein Toilettenstuhl, das kann man sehen. Und dann hat sich das weiterentwickelt zu Stühlen, die ich von einer Freundin bekommen habe. Die sind von ihren Eltern. Das ist so ein Nachbau von The Chair. Und dann haben wir hier jetzt zuletzt gekaufte Stühle und die sind super bequem, da dürfen dann immer unsere Gäste Platz finden. Das war mir ganz wichtig, dass wir einen schönen Terrassenbereich haben und dass wir hier eben auch diese Dachlandschaft der Nachbarhäuser überblicken können. Und deswegen gibt es jetzt hier nochmal einen Austritt auf eine schöne große Terrasse mit einem sehr großen Fenster und kommt doch einfach mal mit. Ja, und das ist unser schöner Balkon, auch mit Blick über die Dächer von Erfurt und auch mit Blick zum Dom. Wir genießen das natürlich vor allen Dingen zum Beispiel, wenn die Domfestspiele sind, hier zu sitzen und einfach die Arie noch zu hören. Oder dass man einfach das Leben voll mitbekommt in Erfurt, zu beobachten, wie die Wolken hier über Erfurt ziehen. Einfach die Zeit hier oben zu genießen.
Ja, und wie ihr hier sehen könnt, ist hier ziemlich viel Holz. Und das ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, eine Holzverschalung, sondern das ist tatsächlich die Holzwand. Wir haben das Haus, ausgenommen vom Keller, von unten bis oben tatsächlich vollkommen aus Holz gebaut. Und wir haben jetzt hier mal so ein Beispiel, das ist so eine Holzwand. Wir hatten ursprünglich geplant, hier ein Mauerwerkshaus hinzusetzen und haben dann, dadurch dass Holz viel bessere Dämmwerte hat, sogar noch mal 7 Quadratmeter dazu gewonnen. Dieses Holz war natürlich auch nicht immer so trocken, wie es jetzt ist. Da entstehen Spannungen, wenn das alles richtig abtrocknet. Und deswegen hatte das am Anfang hier teilweise relativ oft geknackt. Das sieht man auch. Da sind dann wahrscheinlich noch mal diese Risse entstanden, aber mittlerweile hat sich das alles so eingestellt, dass es hier keine Veränderungen mehr gibt. Der Vorteil von diesen Wänden hier ist, dass die sehr gut vorgefertigt werden kann. Also man hat genau am Computer geplant, wie groß welches Element sein muss, damit auch das ganz genau ausgeschöpft wird und es nicht so viel Abfall gibt. Die Vollholzelemente wurden ja baukastenartig ineinander gesteckt. Wir haben innerhalb von 3 Tagen das Holzhaus aufgestellt. Bevor aber das Dach drauf kommt, musste hier auch noch die Treppe rein. Die war ja auch vorgefertigt. Und das musste also logistisch alles am 2. Tag kommen, ist sie von oben mit einem Riesenkran noch mal eingehoben worden. Am 3. Tag sind schon die Spannen vom Dach gekommen und am 4. Tag war hier wirklich schon richtfest. Ja, und damit das alles nicht zu viel Holz wird, habe ich auch versucht, nochmal weiße Flächen gegen das Holz zu setzen. Also hier diese große Gipskartonfläche. Und letztendlich durch diese weiße glatte Fläche kommt dann diese Holzstruktur auch viel besser raus. Und das Gleiche ist auch hier im Fußbodenbereich. Da habe ich auch gesagt, wenn wir jetzt nochmal hier einen Holzfußboden oder einen Fliesenboden bringen, ist es einfach zu sehr wieder strukturiert und deswegen hier dieser Estrichfußboden, der einfach mit einem Epoxidharz abgedeckt ist und wo man noch vom Rüttler die Strukturen sieht und dadurch wird es leicht strukturiert, aber eben nicht so doll wie eine Fliese. So, und jetzt nehme ich euch noch mal mit in die unteren Räume, die ja eher kleiner, aber dafür abgeschlossen sind. So, und jetzt sind wir hier im Treppenhaus und da sieht man das auch immer ganz schön mit den Leveln. Hier oben sind wir im oberen Level, wo jetzt 2 Türen abgehen. Das sind dann immer die 2 kleineren Räume und dann gehe ich eine halbe Etage runter in das nächste Level und dort ist dann zum Garten hin immer ein größerer Raum. Und eins von den kleinen Zimmern ist das Bad und da gehen wir jetzt mal rein. Das ist jetzt hier so ein kleinerer Raum, der ist 9 Quadratmeter. Wir haben uns entschieden, dass unsere Bäder eher zweckmäßig eingerichtet sind. Man kann da ja auch 30.000 € für ausgeben. Was wir investiert haben, ist dieser große Spiegel mit einer schön großen Lampe drüber. Aber dann halt einfach ein Waschbecken mit einem Unterschrank. Dann haben wir noch einen zweiten Unterschrank, wo dann einfach unsere schmutzige Wäsche verschwinden kann und eine Platte drauf machen lassen. Und die Entscheidung war jetzt hier dann in diesem Bad nur eine Badewanne zu haben. Dafür ist es dann aber trotzdem relativ geräumig. Jetzt kommen wir hier ins Schlafzimmer. Das ist insgesamt, also das sind diese hinteren Räume, die sind immer 20 Quadratmeter groß. Und ja, hier kann man sehen, dass wir eben uns nicht dafür entschieden haben, einen großen Kleiderschrank mit oben drauf gestellten Kisten und Bügelbrett und alles, sondern wir wollten eben, dass es ruhig ist, dass man so eine bestimmte Gemütlichkeit auch im Schlafzimmer hat. Hier noch mit einer schönen Sitzfläche und wo es einfach ein bisschen wohnlich, ruhig, gemütlich wirkt. Ja, und damit wir trotzdem noch unsere Sachen aufhängen können, haben wir jetzt hinter dem Bett eine große Platte, Holzplatte hingemacht und haben dann hier noch mal die Möglichkeit, etwas aufzuhängen.
Ein weiteres Element, was in diesen relativ kleinen Räumen eine Großzügigkeit schafft, sind unsere großen Schiebetüren, die eben dadurch, dass sie dann auch noch aus Glas sind, Licht durchlassen, aber wo man sich eben doch eine bestimmte Privatsphäre schaffen kann. Bei so einer Schiebetür ist es ja immer nicht ganz so leicht mit dem Schallschutz. Deswegen ist es ja schön, wenn man als Architekt mal bei sich selbst was ausprobieren kann, was man sich so bei Bauherren nicht trauen würde. Aber wir wohnen jetzt hier seit 12 Jahren drin und wir kommen eigentlich gut damit klar. Was so ein kleines Haus auch groß macht, ist, wenn man gute Sichtachsen hat. Deswegen gibt es hier die Sichtachse nach draußen durch das Haus durch bis zum Garten. Und hier ist es immer besonders schön, wenn man die Treppe hoch und runter geht, auch mal rausgucken kann. Man sieht, wenn viele Menschen zum Domplatz gehen, was so in der Innenstadt losgeht. Und wenn ich die Tür zumache, habe ich immer noch das diffuse Licht, was mir hier in das kleine Treppenhaus reinkommt und den Raum auch heller macht. Ich habe in den Niederlanden studiert und da ist das ja sehr oft so, dass man, wenn man auf der Straße läuft, durch die Häuser durch, bis in den Garten gucken kann. Was man hier an der Treppe noch mal gut sehen kann, ist der Vorteil von diesem Split Level. Ich muss also nicht noch mal pro Etage um die Treppe drumherum gehen, gewinne pro Etage 6 Quadratmeter, was dann über das ganze Haus 24 Quadratmeter sind, was ja für so ein kleines Haus dann doch wieder viel Fläche ist. Hier links und rechts sind die 2 kleinen Kinderzimmer gewesen, die nur mit Bett und Schrank waren. Aus einem Kinderzimmer haben wir ein Schrankzimmer gemacht. Ja, und dieses Schrankzimmer ist für uns praktisch, weil dadurch, dass wir hier jetzt alles reingestopft haben, können wir halt die anderen Räume relativ frei von Schränken und Kram halten. Ja, und hier wieder ein Level weiter runter landen wir jetzt wieder in einem von den größeren Zimmern. Das ist das ehemalige Kinderspielzimmer, ist jetzt ein Gästezimmer. Und kommen dann hier weiter runter. Da ist hier nochmal unser Gästebad, dort der Eingangsbereich. Und hier unten im Souterrain, da ist mein Arbeitszimmer und da wusste ich eigentlich überhaupt nicht, wird das eigentlich gut oder wird das eher kellermäßig. Und ich finde, es ist eigentlich ein schöner Aufenthaltsraum geworden und dann nehme ich euch nochmal mit. Ja, und hier sieht man eben auch sehr gut, dass wir dadurch, dass wir diese Betonelemente terrassiert und abgerückt haben, konnten wir die Fenster auch noch mal runterziehen und dadurch kommt eben auch richtig Licht hier rein und man hat auch den Blick in das Grün hinein. Ja, und wir sind ja jetzt hier im Keller, also das bedeutet, wir sind schon halb im Erdreich und deshalb ist dieser Bereich auch aus Beton. Das sieht man hier ganz gut am Modell, also wir sind jetzt hier. Und wir haben dann hier unten noch 2 kleine Keller, einen Keller für die Haustechnik und es gibt noch einen kleinen Kriechkeller. Der ist daraus entstanden, dass wir die Bodenplatte durchziehen wollten. Der ist 1,20 Meter hoch. Man kann den sozusagen nur im Kriechen begehen, aber wir wollten halt wirklich jeden Zentimeter ausnutzen. Da befinden sich dann Kisten mit Sachen, die man nicht so oft braucht. Das hier ist unser kleiner Innenhof. Früher waren hier einfach nur 2 Parkplätze. Jetzt haben wir das relativ schnell grün gekriegt mit Bambus. Und wir nutzen den Innenhof vor allen Dingen an heißen Sommertagen, wenn es oben auf der Terrasse zu heiß ist, und für Grillpartys. Jetzt sind wir hier am Ende meiner Roomtour. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, euch auch an schwierige Grundstücke zu wagen. Und wenn ihr noch andere tolle Häuser sehen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal oder schaut euch diese Folgen an. Tschüss, macht's gut!